Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Franzi und studiere in Augsburg Informatik. Ich möchte heute ein neues Format auf meinem Kanal einführen und ein bisschen vorstellen. Vielleicht hast du schon mal gehört von der Buchreihe Der Gottmensch. Es sind 12 Bände von einer Autorin namens Maria Valtorta, eine Italienerin, die im letzten Jahrhundert lebte und in Visionen wie in einem Film das Leben Jesu gesehen hat. Das ist also wie eine detaillierte Beschreibung des Evangeliums. Ich möchte also auf diesem Kanal ein neues Format einführen, in dem ich den Gottmenschen als Podcast, als Hörspiel vorlese. Natürlich kann man sich jetzt fragen, ist das denn auch wahr? Kann man das als echt annehmen oder ist da irgendwas dazu erfunden? Ist das frei erzählt? Ein paar Anmerkungen dazu also. Erstens hat es die kirchliche Druckerlaubnis. Die Kirche prüft sowas also immer sehr, sehr genau, so Privatoffenbarungen, ob das wirklich mit der Lehre der Theologie der katholischen Kirche übereinstimmt. Das Buch hat also jegliche Prüfungen auf theologische Korrektheit überstanden, ist kirchlich anerkannt und auch von Wissenschaftlern geprüft. Also die Autorin war die meiste Zeit ihres Lebens bettlägerig und war ganz gewiss nie in Palästina, also nie im Heiligen Land, hat die Ortschaft, die Landschaften, das Gelände nie vor Ort gesehen. Und doch beschreibt sie alles so genau, wie man heute annimmt, dass es vor 2000 Jahren in diesem Land wirklich war. Daran kannst du also erkennen, dass es wirklich stichhaltige Argumente gibt, die dir zeigen, ja, es ist wahr, du kannst es annehmen, was hier steht. Wenn du mal ein wenig reinhörst, wirst du merken, wie nah Jesus uns ist, wie greifbar und wie spürbar er ist, wie groß seine Liebe ist, seine Barmherzigkeit. Du bekommst also ein ganz konkretes Bild, wie Jesus wirklich war. Du lernst ihn kennen hautnah und gehst mit ihm, mit den Aposteln mit durch das Land Palästina. Das Buch ist so aufgebaut, im ersten Band kommt ein bisschen das vom verborgenen Leben Jesu. Es beginnt also mit Anna und Joachim, den Eltern Marias, beginnt mit der Empfängnis und der Geburt der Gottesmutter. Natürlich nur ausschnittsweise, nicht so konkret, geht dann weiter, bis Maria Josef kennenlernt, der Engel zu ihr kommt, die Geburt des Täufers, die Geburt Jesu und dann ein bisschen von der Kindheit Jesu und dann geht es über in das öffentliche Leben Jesu. Also wie er dann predigend durch das Land zieht. Im 11. Band wird dann die Passion, also die Leidensgeschichte Jesu beschrieben und im 12. Band dann die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Geistsendung und die ersten Anfänge der Kirche. Das Ende stellt dann die Himmelfahrt Marias dar. Du kannst dir also vorstellen, dass von der Zeitspanne her, von der Empfängnis Marias bis zur Himmelfahrt Marias. Aber es geht natürlich konkret wirklich um Jesus selbst. Es ist der Sohn Gottes, der auf die Erde kam. Ich wünsche dir also, dass du Jesus hier kennenlernst. Geh mit ihm, teile seine Freuden, seine Leiden, seine Gedanken, höre seine Worte. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe das Buch angefangen als Kind. Ich lese es also mindestens schon seit über 10 Jahren, immer vom 1. Band bis zum 12. und wieder von vorne. Und es begleitet mich durch alle Höhen und Tiefen. Ich empfinde es immer ein wenig wie die Schienen, auf die ich, der Zug, fahre, um den Weg zu finden. Und wenn ich eine Zeit lang nicht gelesen habe, dann merke ich, dass ich so ein bisschen holprig werde und so ein bisschen ins Schleudern komme. Also vielleicht machst du eine ähnliche Erfahrung. Ich werde es auch ganz bestimmt nicht schaffen, alles zu lesen. Es sind über 6000 Seiten, sondern ausgewählte Kapitel, die ich für wichtig oder besonders schön halte. Und wenn du dir eine Stelle wünschst, die du vielleicht aus dem Evangelium kennst, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann kann ich das sicher berücksichtigen. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung des Videos, weil ich eine Anmerkung machen will, die ich im Video selbst vergessen habe. Und zwar gibt die Autorin in ihrem Werk Der Gottmensch sehr genaue Landschaftsbeschreibungen wieder. Sie erzählt also sehr detailreich die Umgebung, die Örtlichkeit und die Szene, die sie ja so 1:1 wirklich so gesehen hat. Und das ist ja auch sehr gut, wenn man die Echtheit und die Glaubwürdigkeit des Werkes überprüfen will. Hier für unsere Zwecke aber, nämlich Jesus selbst kennenzulernen und mit ihm zu leben, können wir diese detaillierten Erzählungen schnell als zu langatmig empfunden werden. Daher hier meine Entscheidung: Ich werde diese Landschaftsbeschreibungen jeweils nur in gekürzter Form wiedergeben.
Einfach um das Ganze besser verstehen zu können und um den Fluss der Geschichte nicht zu stark zu stören. Der Rest, insbesondere die Dialoge, werden natürlich immer vollständig gelesen. Nur die Landschaftsbeschreibungen werden gekürzt gelesen. Ich wünsche dir viel Freude und gottesreichen Segen.